Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video geht es nochmal um die Tasche Fenner. Das ist ja die Fenner, wie du sie bisher kennst. Mit dem Tunnelzug wird sie oben geschlossen. Und in diesem Video zeige ich eine neue Möglichkeit, wie man die Tasche oben verschließen kann. Und zwar nähe ich so ein Reißverschlusspanel ein. Und zusätzlich zeige ich noch, wie man eine Reißverschlusstasche im Futterteil einnähen kann. Bisher gibt es ja noch die Einschubtasche und nun kann man dann halt noch eine Reißverschlusstasche dazu nähen. Ich hoffe, die zweite Variante zum Verschließen der Fenner gefällt dir und wünsche dir viel Spaß beim Nähen und Zuschauen. Das ist also meine Außentasche, die habe ich schon fertiggestellt. Das ist in dem ersten Video bis Minute 15:50. An dieser Stelle mache ich auch einen Link oben rechts. Dann kannst du direkt, wenn du die Variante mit dem Reißverschluss nähen möchtest, zu dem anderen Video wechseln und dann nähen wir die Tasche komplett hier zu Ende. Das heißt, auch wenn der Reißverschluss eingenäht ist und die Reißverschlusstasche, musst du nicht wieder zurück zum anderen Video wechseln, sondern das stellen wir hier komplett zusammen fertig. Jetzt zeige ich die Teile, die du zusätzlich benötigst. Für die Reißverschlusstasche Baumwollstoff in dieser Größe. Einen schmalen Reißverschluss. Und für den Reißverschluss oben 4 Streifen aus Canvas. Dann für das Reißverschlussende habe ich hier nochmal Baumwollstoff genommen und einen 40 cm langen Reißverschluss mit breiteren Zähnchen, 0,8 cm. Als erstes werden an einem von den Futterteilen die Mitte markiert und an dem Taschenstoff ebenfalls. Nun nimmst du also diesen Stoff von der Tasche und legst ihn mittig rechts auf die Futtertasche, 4 cm unterhalb vom Rand. Mit ein paar Nadeln fixieren und nun wird 2 cm unterhalb der Kante ein 20 cm langer Strich gezogen. Rechts und links bleiben also 2 cm frei auf dem Stoff. Anschließend legst du das Lineal noch 1 cm tiefer und ziehst parallel dazu eine zweite Linie. Diese beiden Linien verbinden mit einem kurzen Strich und in der Mitte von dem Rechteck kannst du nun schon mal eine Hilfslinie ziehen, um nachher das Rechteck aufschneiden zu können. Die Linie ist rechts und links ca. 1 cm kürzer und dann werden diagonal bis zu den Ecken kurze Linien gezogen. Nun nähst du einmal entlang der Linie. Beginne am besten an einer der langen Seiten. An den Ecken die Nadel im Stoff stecken lassen, 90 Grad drehen und dann bis zum Anfang nähen, ein paar Stiche darüber hinweg und die Naht verriegeln. Anschließend an der eben eingezeichneten Linie aufschneiden, diagonal bis in die Ecken, ganz knapp vor die Naht, und dann wird der Stoff durch den Schlitz geschoben. Die Kante von dem Stoff glatt bügeln
Erst von der linken Seite und dann am besten nochmal von der rechten Seite drüber bügeln. Und wenn das alles passt, dann wird der Reißverschluss dahinter gelegt. Kurz mal überlegen, zu welcher Seite der Reißverschluss geöffnet werden soll am liebsten und dann den Reißverschluss mittig hinter den Schlitz stecken. Ich habe hier den Reißverschlussfuß eingesetzt und verstelle die Nadel noch ein bisschen nach links. So komme ich näher an den Rand des Stoffes. Und einmal ringsherum nähen. Jetzt legst du das so vor dich hin und klappst den Taschenbeutel nach oben. Die Kanten treffen aufeinander. Mit ein paar Nadeln zusammenstecken und dann wird der Taschenbeutel genäht. Am Stoffbruch beginnen und dann einmal ringsherum. Auch hier lasse ich den Reißverschlussfuß noch eingesetzt und nähe füßchenbreit einmal bis kurz vor die Ecke oben. ,90 Grad drehen, den ganzen Stoff, der da nicht hingehört, zur Seite legen und das gleiche auf der anderen Seite und dann bis zum Ende. Die Tasche ist fertig, nun geht es mit dem Reißverschluss weiter. Da habe ich vorne ein paar Zähnchen entfernt und zum Sichern benutze ich hier solche kleinen, ich sag mal, Us aus Metall, die ich jetzt da drauf klammer. Man kann das natürlich auch mit einem Faden machen und ein paar Mal rumnähen. Ich habe aber lange gesucht, weil ich irgendwie doch etwas Schickeres, sag ich mal, finden wollte. Und habe jetzt diese Us gefunden, die jetzt auch ohne diese Metallzähnchen und so einfach befestigt werden. Falls du auch daran Interesse hast, einen Link findest du in der Infobox. So sieht das jetzt aus. Und an dieser Stelle kannst du auch direkt den überstehenden Stoff nach hinten klappen, das heißt links auf links legen und mit ein paar Stichen festnähen. Das Ende vom Reißverschluss sichern wir mit diesem Stück Stoff. Den Stoff rechts auf rechts falten und klammern und dann hier 2 Nähte nähen. Nahtzugabe 1 cm. Die Nahtzugabe etwas abschneiden, an den Ecken etwas schräg schneiden und wenden. Und einmal kurz drüber bügeln. Die offene Kante 1 cm links auf links nach innen schieben. Bügeln und dann auf das Reißverschlussende stecken. Der Reißverschluss wird ca. 1 cm in das Ende hineingeschoben und mit ein paar Klammern fixiert und dann einmal knappkantig ringsherum um den Stoff nähen. Jetzt geht es weiter mit den Streifen. Und zwar markierst du an einer der langen Seiten die Mitte. Ein paar Millimeter in den Stoff hineinschneiden und
dann eine der kurzen Seiten links auf links 1 cm umbügeln. Jetzt kommt der Reißverschluss als Sandwich zwischen die beiden Stoffstücke. Die rechten Seiten liegen innen. Also 1 cm hinter der Kante beginnt der Reißverschluss. Und am Ende liegen die beiden umgebügelten Kanten aufeinander. Mit ein paar Klammern oder Nadeln fixieren und dann an den Zähnchen entlang zusammennähen. Der Reißverschlussfuß ist wieder auf der Maschine und die Nadel bleibt in normaler Position. Anfang und Ende der Naht natürlich verriegeln und dann einmal entlang bis zur Ecke vorne, da fühlt man ja auch schon das erste Zähnchen, und dann 90 Grad drehen bis zum Ende. Das gleiche an dem anderen natürlich auch. Die Seite vom Reißverschluss dazwischen legen, stecken und dann einmal zusammennähen. Wenn du beide Seiten genäht hast, dann kannst du hier an den Ecken den Stoff ein bisschen abschneiden und dann das auf rechts wenden. An den Ecken am besten mit einem Hilfsmittel ein bisschen nach außen schieben. Bisschen ziehen, bisschen schieben und dann den Rest so nach unten legen, den Reißverschluss rausziehen und die Kanten bügeln. Dann hier die offenen Kanten, die umgebügelten aufeinander klammern und einmal dort entlang nähen, knapp an der Kante. Das ist jetzt fertig. Nun kannst du dir die beiden Stoffe vom Futter nehmen und am Boden rechts auf rechts aufeinander legen, klammern und mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Die Nahtzugaben werden anschließend auseinandergebügelt. Dann kannst du die Seiten aufeinander stecken. An einer der Seiten wird eine Wendeöffnung markiert. Die Wendeöffnung ist 18 cm groß. Dann wird oberhalb und unterhalb der Wendeöffnung und die eine Seite komplett alles mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht und die Nahtzugaben werden auseinandergebügelt. So sieht das nun aus und nun nimmst du dir hier unten die Ecken und legst dort die Nähte aufeinander. Klammerst das zusammen, auf der anderen Seite genauso, und diese beiden Seiten werden dann mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht.
Jetzt die Nahtzugaben auf 0,5 cm zurückschneiden und dann nimmst du dir die beiden Streifen vom oberen Futterteil und legst die kurzen Seiten rechts aufeinander, steckst sie zusammen und nähst mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Die Nahtzugaben so mit dem Finger auseinanderstreichen oder bügeln und dann wird der Reißverschluss in der Futtertasche festgenäht. Dafür markierst du hier an dem Beutel die Mitte, indem du ein bisschen über den Stoffbruch hier streichst. Und an diese Mitte kommen nun die Einschnitte, die wir am Anfang in die Stoffe gemacht haben. Die rechte Seite vom Reißverschluss liegt oben. Die Kanten aufeinander stecken und dann wird der Reißverschluss an der Tasche schon mal festgenäht und zwar mit 0,5 cm Nahtzugabe. Hier haben wir noch den Schlüsselfinder, der kommt jetzt auch gleich zum Einsatz. Erstmal den Reißverschluss öffnen und den oberen Streifen vom Futter mit der rechten Seite nach außen legen und nun werden die Teile rechts aufeinander gesteckt. Erstmal die Seitennähte aneinander klammern und dann die restlichen Kanten aufeinander klammern und an einer Stelle rechts oder links neben dem Reißverschluss kannst du dann den Schlüsselfinder mit feststecken. Hier nun die Teile zusammennähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Die Futtertasche nun auffalten und die Nahtzugabe nach unten legen. Die Nahtzugabe wird jetzt unter dem Reißverschluss auf der kompletten Länge, knappkantig, auf der Futtertasche festgesteppt. Jetzt werden die beiden Taschen rechts auf rechts ineinander gesteckt. Reißverschluss und Gurtbänder liegen dann innen und die beiden Kanten werden aufeinander geklammert. Am besten zuerst wieder die Seitennähte aufeinander klammern und dann den restlichen Stoff an den Kanten zusammenstecken. Mit einer Nahtzugabe von 1 cm werden die beiden Teile nun zusammengenäht. Am Ende etwas über den Anfang der Naht hinwegnähen und die Naht verriegeln. Und jetzt wird gewendet. Das Ganze durch die Wendeöffnung nach außen ziehen und die Taschenbeutel erstmal so auseinanderlegen, dass man die Naht schön flach hat und einmal dann schon mal über die Naht bügeln mit schön viel Dampf. Ich zeige das jetzt mal hier mit dem kleinen Bügeleisen, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal dann doch noch mal ans Bügelbrett. Dann kann schon die Wendeöffnung mit ein paar Nadeln zugesteckt werden und knappkantig zusammengenäht.
Zum Schluss werden jetzt noch die beiden Beutel ineinander gesteckt. Und die Kante wird nochmals gebügelt mit schön viel Dampf. Dann wird dort an der Kante knappkantig abgesteppt. Am besten an der Seite beginnen. Ich habe hierfür eine Stichlänge von 3 mm eingestellt. Ja, und das war's. Die Tasche ist fertig. Ich hoffe, die zweite Variante gefällt dir auch so gut wie die erste. Ich freue mich ja riesig, dass das Schnittmuster so beliebt ist. Vielen Dank an alle, die es schon genäht haben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du einen Daumen hoch da lässt. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!